Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und von dem Kanal RawVideo bei Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Das heißt, hier bei ATS inszeniere ich keine Touren, inszeniere ich keine Figuren und profiliere mich selber jetzt nicht so als den großen Könner, sondern als einen Menschen, der halt Fehler macht und als ein fehleranfälliger Mensch. Und das machen auch meine zwei Profile da. Also Klaus ist ein kleiner Unternehmer, der hat gerade ein kleines Unternehmen aufgebaut, hatte 7 Angestellte, 7 LKWs, einen Arsch voll Schulden, also 600.000 ungefähr. Und da schauen wir jetzt mal rein, was der Klaus macht jetzt. Ich spiele jetzt mal das Spiel fort. Das letzte war, glaube ich, er hatte 67.000 mittlerweile auf dem Konto. Ich weiß nicht, ob jetzt da die Zinsen für heute schon runter sind oder nicht. Da ist meine Zinslast. Also ich habe Kredite über 700.000 laufen, davon muss ich nur 362 zurückzahlen. Ich habe einen Kredit von 130.000 noch. Und ja, ich habe also zwei Garagen, meinen Stammsitz in Dortmund und mein Stammsitz in Stuttgart. So wollte ich sagen, dass der jetzt hier mit den 4 Frauen und mir, also das hier ist Klaus, dieses Profil, mit dem identifiziere ich mich sehr stark. Da habe ich gar keine Distanz für mehr zu. Also der hat jetzt 4 Frauen. Das ist also die Manuela, nein, das ist die Emma, das ist die Sanita, das ist die Kim und das ist die Yen. Und die schuften ununterbrochen. Die Yen bekommt jetzt demnächst noch einen LKW, aber dafür brauche ich erst noch eine Garage in Düsseldorf. In Düsseldorf habe ich also meine Garage gekauft. Da sind 3 Plätze belegt. Jetzt muss ich diese 2, dafür muss ich die Garage ausbauen, das kostet mal 100.000. Und dann muss ich noch Leute dafür einstellen, 2 Leute. Und ja, da schauen wir dann mal, wie es geht. Okay, soweit also mal dazu. Ja, was bekommt jetzt Klaus? Ist es wo? Ich weiß gar nicht, wo ist Klaus im Moment. Welche Aufträge bekommt Klaus? Ist er jetzt in Stuttgart oder? Ich glaube in Stuttgart. Der hat zuletzt sein Auto repariert, ne? Ja, genau. Der hatte gestern sein Auto noch repariert und aufgetankt. Also, was macht Klaus jetzt heute? Welche Aufträge bekommt er? Klaus muss ja auch arbeiten, ein bisschen von den Zinsen und für das Unternehmen beitragen. Also, da sind wir also in Stuttgart. Von Stuttgart kriegen wir also wieder Gabelstapler nach Linz 17.000, gute Tour. Bei nach Luxemburg auch gute Tour. Da habe ich noch 6 Stunden Zeit. Soll ich den nehmen? 17.000. Okay, nehmen wir den. Darf ich die einstellen? Dann holen wir mal das Navi hier rüber. Das Navi hier rüber, sag ich mal, das Lenkrad. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir überhaupt. Ich möchte nicht abends um 13 Uhr Container. Okay, fahren wir mal los. Ich möchte dann nicht nachts im Dunkeln da wieder in Österreich fahren. Ich möchte vor Einbruch der Dunkelheit da sein. Dann mache ich vielleicht eine schnelle Rückfahrt. Ja gut, und wie geht es weiter? Moment, muss man sehen. Den brauchen wir nicht hier, den Scheibenwischer. So, Kopfhörer aufsetzen, dann machen wir das Bild mal weg da. Das machen wir. Kein Problem. Ich finde eine neue Ja, Route. gut. Da habe ich jetzt im Moment nicht aufgepasst und schwupp, nach links abbiegen, okay. Machen wir das. Ich muss jetzt mal die Ladung abholen. Links halten und dann links abbiegen. Okay. Biege nach links ab.
Okay, machen wir das. Aber jetzt, wenn der Gegenverkehr das zulässt, ne? Ja, also. Immer geradeaus. Okay. Ich muss jetzt immer die Ladung abholen. Dafür Linz. Natürlich nur, wenn der mich hier lässt. Bin ich ja drauf gefahren, weil die Bremse nicht richtig funktionierte. Okay. Oder ich zu spät gebremst habe, oder? Jetzt bin ich immer schuld. Also, weiter geht es. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Wo die Fuhr ist. Wahrscheinlich wieder auf dem Holzhof. Demnächst links abbiegen. Okay. Auf dem Holzhof da. Hier ist wahrscheinlich. Biege nach links ab. Ja, genau. Hier müssen wir rein. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, der will nicht so richtig. Ist aber heute zickig hier, wa? Sind wir heute zickig? Wo ist meine Tour in LInz? 19.000. Jetzt gibt es nur 17.000. Vorhin gab es 19.000. Wieso werde ich bestraft mit 2.000 Abzug? Weil ich von Stuttgart hierher gefahren bin, oder wie? Jetzt kann ich die annehmen. Okay, wo steht die jetzt hier? Hier nicht. Wieder versteckt hier irgendwo, da steht sie. Baumstämme? Nee, Baumstämme wollte ich nicht haben. Da irgendwas anderes. Okay, dann fahren wir mal zurück da. Haben wir? Zeit zu gehen. Okay. Müssen wir jetzt raus, da müssen wir raus. Da müssen wir hin. Dann fahren wir da so. Ja, ich denke, sie ist jetzt den Beinen da umgefahren. Oder habt ihr ihn sogar umgefahren? Und jetzt muss Biege nach links ab. okay, machen wir das. Wertvolles Gut, Industriegut. Ja, also nach Linz in Österreich. Das heißt, ich muss über München fahren. Nürnberg, Demnächst München. links abbiegen. Was haben wir jetzt hier? Biege nach links ab. Okay, machen wir. Und den jetzt mal aus, dann machen wir den hier ab. Mit der haben wir nichts. Der Bremse heute nicht so richtig. Ist ja frei. Ich weiß nicht genau. Machen wir einfach mal rein so. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay, fahren wir da hinten hoch. Immer geradeaus. Ja, Linz ist eine schöne Tour, da fahre ich gerne hin. 17.000 ist ein schöner Lohn. Das kommt vielleicht noch zusätzlich dazu. Und ja,
Bisher auch mit guten Erinnerungen verbunden, also keine fiesen Tricks und so. Jedenfalls keine, an die ich mich jetzt nachhaltig erinnern würde. Okay. Also fahren wir mal in die Mitte. Auf nach Linz. Ich muss ja mal auf Touren kommen hier. Tank ist voll. Anhänger hängt dran. Ich weiß gar nicht, wie schwer der jetzt ist. Ja, eine Raupe, glaube ich, wieder. Eine Raupe. Ich weiß gar nicht, wann ich Autos bekomme. Also einen Autoscooter. Wann ich den bekomme. Wenn ich alle Punkte da bei wertvolle Güter und bei zerbrechliche Güter habe, könnte sein. Ja. Also ich bin jetzt Unternehmer, habe eine Filiale in Düsseldorf und einen Stammsitz in Stuttgart. Ich habe in Stuttgart 4 Arbeitnehmerinnen, 4 Frauen, die schuften gut, unermüdlich. Und in Düsseldorf habe ich 3 Männer bisher. Da muss ich jetzt noch die Garage ausbauen, noch 2 neue Stammsitze bauen, noch 2 neue Garagenplätze ausbauen. Das kostet 100.000 und dann kann ich da also noch einen 4. Mann anstellen und einen 5. auch. Dann hatten wir gleich dann quasi 5 in Düsseldorf und 5 Leute in Stuttgart. Dann können wir mal erste Vergleiche anstellen. Ja. Ich fahre also 90. Was habe ich noch? Da kommt ein Einkommen von 208 Euro von Milton. Also Milton hat das erste Geld verdient, sehr schön. Und zwar nicht viel, aber man freut sich auch. Er hat die erste Tour gemacht. Ich fahre ein bisschen rasant hier momentan. Angstbefreit. Es kann nichts passieren. Vielleicht deshalb. Also, da hatte ich wieder gerade den. Immer geradeaus. Ja, okay. Machen wir. Kommen wir hier rüber. Der rechten Seite. Man muss ja nicht immer in der Mitte fahren, ne? Ja. Ja, ich bin kein guter Fahrer, das muss man sagen. Ich bin kein Vorbild. Und zu meinem eigenen Erstaunen auch, habe ich auch Aggressionen, die ich im Verkehr hier abbaue. Ich habe gedacht, das könnte mir nicht passieren. Ich bin eigentlich sehr zurückhaltender Mensch. Aber hier bin ich neulich, hat mich einer genervt, der zuckelte da vor mir her. Da bin ich einfach auf den draufgefahren. Das ist nicht in Ordnung. Das war eine vorsätzliche, aggressive Handlung im Straßenverkehr. Ja, wie das kommt, weiß ich auch nicht so genau. Also da war so ein Impuls, ein aggressiver Impuls
Und dem habe ich nachgegeben. Also ich hatte es eilig und da drückte dann einer von mir her, absichtlich hat die KT mit mir den da so hingesetzt und dann bin ich einfach auf den Dorf gefahren. Das geht natürlich nicht so. Zurückziehen. Da geht der Salzburg, ich muss hier Links rüber. halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, ich muss links halten mich, ja, machen wir. Immer geradeaus. Ja, also das sind so eine aggressiven Impulse, die ich im Straßenverkehr habe. Das war mir fremd, dass ich das so habe. Und auch die eigenen Grenzen lerne ich jetzt hier kennen durch den Simulator. Der bringt mich also meine Grenzen. Also wenn ich müde bin, wenn ich morgen gerade anfange zu fahren, so, dann mache ich Unfälle. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Dann bin ich noch am Schlafen halb. Immer geradeaus. Und dann kommt dann einer von links und haut mir einen rein. Oder, also das heißt, ich bin nicht misstrauisch genug im Verkehr oft. Bin dann so sorglos. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Und dann passiert sowas. Immer geradeaus. Ja, machen wir. Machen wir. Also es geht nach Linz, Leipzig, Nürnberg. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Muss ich rechts halten, ja, machen wir. Immer geradeaus. Mal langsamer fahren. Noch langsamer. Okay. Machen wir. Also Milton hat das Geld verdient, der neue Mann, den ich gestern eingestellt habe, der hat also heute mit seiner ersten Tour gemacht und bringt 200 Euro ein. Das ist ein Mann, den habe ich mit 1,7 gekauft. Also ich habe den Eindruck, dass die Leute, die da schon 1,7 Punkte haben, Einkommen 3700 von Kim hat 3500 verdient, sehr gut. Kommt jetzt immer so während der Fahrt. Ich muss nach links fahren gleich. Immer geradeaus. Okay. Der kontrolliert mich ja permanent, ob ich jetzt hier meine Streckenführung dem Navi anpasse oder ob ich jetzt erst auf Helga höre. Und dementsprechend variierte das dann. Höre ich also nur auf Helga, dann macht Helga Fehler plötzlich. Der kontrolliert also, ob ich wachsam bin. An meinen Bewegungen, wie ich mich hier bewege. Und dann zaubert er dann irgendwie einen Unfall vor mir hin, so, damit ich da drauf fahre. Ich sage ja, es ist ein fieses Programm, ein fieser Simulator, nicht ein Freund. Aber das macht vielleicht auch den Reiz aus, mit dem fiesen umzugehen. Das ist dann vielleicht auch so die, wo geht's da hin? Nach Salzburg und Linz geht's da, Kilometer. Bin schon unter 200, da bin ich schon 193. Das sieht gut aus. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Noch weiter links. Mit 2 Spuren oder eine Spur? Immer geradeaus. 2 Spuren. Okay. Machen wir das.
machen wir das. Also mit 80 kann ich hier besser fahren als mit 90. Fahre ich ruhiger. Jetzt können wir wieder Gas geben. Jetzt habe ich gar nicht in das Spiel gekaut und auch gar nicht den Blinker gesetzt. Jetzt haben wir wieder die Brücke, die kenne ich schon. Ich weiß nicht, was das für eine Brücke ist, aber ja, so eine gebogene halt. Vielleicht werde ich hier auch noch einen Brückenspezialist irgendwann mal, dass die verschiedenen Brückenbauformen ja mal so unterscheiden dann. Wir müssen mal sehen, was Wikipedia zu Brücken sagt, damit ich die Brücken so unterscheiden kann. Oder wie die gebaut sind. Ja. Ja, also Klaus hat ein Unternehmen gegründet, kriege ich mich gar nicht mehr drüber ein. Und da haben wir die Grenze, hurra, auf nach Österreich. Ja, Linz geht eigentlich nicht rum, ne? Ja, Links halten genau. und dann bleiben Sie immer geradeaus. Genau. Immer geradeaus. Machen wir. Können wir wieder rüber. Oder bleiben wir weiter hier? Linz. Geht glaube ich weiter nach Linz, ne? Da geht es nach Linz, ja. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Weiter nach Linz. Immer geradeaus. Das ist eine blaue Fahrt. Ich glaube, eine Eilfahrt oder so, ne? Just in time, glaube ich. Aber keine rote. Also es gibt blaue, gibt rote und doppelrote. Und das wäre jetzt nur ein einfacher. Ein einfach blauer. Und dann auch am Tag. Da war Alpenkulisse im Hintergrund, sehr schön. Virtuelle Alpenkulisse, muss man sagen. Und ich bin ein virtueller Fahrer. Ich vergesse das manchmal, virtueller Unternehmer. Also da schwindet schon die Grenze zwischen Realität und zwischen Fiktion. Also das heißt, ich identifiziere mich immer stärker mit dem Unternehmer Klaus. Und habe gar nicht so mehr die Distanz, ja, dass es eigentlich nur ein Profil ist von vielen, ein erzeugtes künstliches Profil. Und dass die Arbeitnehmer auch nicht meine Arbeitnehmer sind, sondern quasi vom Computer simulierte Leute. Also da schwindet dann auch schon die Grenze so. Wie sieht es hier aus? 70.000 habe ich auf dem Konto. Sehr schön. 50 Kilometer habe ich noch. Ich bin gleich da. Ich kann mal das Gas wegnehmen. Ich bin gleich da. Brauchen wir nichts mehr riskieren. Wo ich schon hier, ne, geht da geradeaus. Machen wir noch geradeaus weiter. Dann können wir das Gas mal runternehmen. Den Fuß davon. Und wo geht das hin? Graz, Linz. Immer geradeaus. Okay.
müssen wir langsam abbremsen. Dann muss ich runter. Okay. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Sind wir 30 Kilometer, habe ich noch. Nimm die Ausfahrt rechts. Hier runter, okay. Das ging ja flott hier. Ich war kaum, hatte ich mich daran gewöhnt, dass ich jetzt hier rechts muss. Der Gedanke war Biege nach rechts ab. noch nicht richtig gehören. Und jetzt muss ich schön nach rechts abbiegen. Wie sieht es aus? Kommt das frei? Und das auch frei, hoffe ich. Dass wir da so reinkommen. Okay. Sind wir also in Linz. Ja, also wenn Düsseldorf läuft daher, und es sieht ja so aus, als wenn es das tun würde, dann fragt sich, was ich dann mache als Klaus. Dann brauche ich kein Geld mehr hierfür verdienen. Dann könnte ich eigentlich durch die Städte erkunden, die ich bisher nicht erkundet habe. Jetzt fahren wir langsam, ja, ich habe es nicht eilig, Leute. Ich bin 80 Kilometer vom Ziel. Da fahren wir langsam. Das wird die Zeit reichen. Hier dürfen wir auch nicht überholen. Und das macht er jetzt extra. Der will mich reizen, dass ich jetzt hier ein riskantes Überholmanöver mache. Jetzt hat er gemeint, ich mache das nicht. Jetzt gebe ich ein bisschen Gas. Ich kam mal gerade von der Autobahn oben runter und dann hat er gedacht, ja, jetzt fahren wir dem ganz langsam vor, drücken wir vorher. Und dann reizen wir den bis aufs Blut, sodass er ausrastet. Jetzt wieder das Spielchen 50 fahren wir jetzt. Aber das machen wir nicht. Wir lassen uns hier vom Simulator doch nicht austricksen. Ne? Und also der interessiert mich, habe ich den Eindruck. Der richtet mich ab. So wie man auf meinem Tablet mich abrichtet, damit ich dann die richtigen Tastendrücke mache und so in der richtigen Reihenfolge. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen, okay, wo? Da vorne. Biege nach links ab. Was haben wir hier? 4 Spuren? So. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Machen wir das. Biege nach rechts ab. Okay, hier schon. Hier schon rein, genau. Hier geht es ran. Appel dort hier schon hurra. Wir sind heile Und dann angekommen. wir hier, ja. Muss ich noch auf den Dorfern. Nee. Okay. Was das wir jetzt bestätigen, fahren wir mal darüber. Schauen wir mal, dass wir den da drauf bekommen. Haben wir. Der Absippel. Und was haben wir verdient? 17.000, sehr gut. Dringende Lieferung, Bonus 827, Fähigkeitsrang 2700 und so weiter und so weiter. Fortfahren. Also jetzt haben wir 89.000, hat Klaus auf dem Konto. Also der Reichenausbau in Düsseldorf rückt näher. Heute vielleicht noch nicht, oder ich müsste mein Bankkonto vielleicht die Zinsen da wieder 50.000 nehmen. Für 14 Tage, für 35 Tage. Damit könnte ich das mir leisten mit 50.000.
Ich muss mal sehen, dass ich so 50.000 Reserve halte zu meinem Spleen. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Das machen wir, wir nehmen 50.000 auf, dann haben wir 140, dann haben wir einen Turm. Ja, haben wir. Jetzt habe ich 21.000 abzubezahlen pro Tag. Und dann gehen wir mal nach Düsseldorf zu meiner Filiale. Da. Und da möchte ich jetzt, diese Filiale möchte ich jetzt aufrüsten für 100.000. Die Produktivität steigt in Düsseldorf, sehe ich. Ja, möchte ich. Jetzt sinkt wahrscheinlich die Produktivität wieder ab. Jetzt haben wir also in Düsseldorf auch eine schöne Garage, da ist sie. Sehr schön. Mit 5 Plätzen habe ich hier auch eine Zapfsäule. Meine erste Filiale. Meine Düsselfiliale. Meine Düsselfiliale. Ja, ist schön, ist ja gut. Ich weiß es ja. Wo ist meine Zapfsäule? Da habe ich auch eine Zapfsäule. Sehr schön. Wir können meine Leute also hier danken. Ja, was haben wir? 29, haben wir immer noch Produktivität. Jetzt haben wir da. Brauche ich noch 2 Leute, muss ich noch einstellen. Und dann muss ich noch 2 LKWs kaufen. Dann ist die Garage voll. Und dann können die Leute hier. Ja, was war denn die Frage? Ich habe also Milton, John, 2 Engländer. Und Manuel. Was haben wir jetzt hier noch? Fahrmanager. Also Milton hat gerade seine erste Tour gemacht. Der macht jetzt den Fernfahrer. Und den habe ich gestern eingestellt. Der haut dabei rein hier. Der haut dabei rein, oder ist das noch von den vorigen? Das sind die erste Tour, glaube ich, hier. Wieso ist 1250 gar nicht hier drauf? Ja, das Problem ist, dass ich hier die LKWs wechsle. Also den LKW hatte vorher Kim und dann ist ja von Kim da auch noch was drauf. Also Milton schläft im Moment, muss auch sein. John schläft auch, muss auch sein. Was macht John so? 3 Punkte dort, ja. Und 2 da. Also Milton auch 2. Milton macht jetzt seinen dritten da, den dritten Fernfahrer. John hat den dritten Fernfahrer und macht den ersten ADR, macht jetzt den zweiten ADR. Gut. Und Manuel hat den dritten da, macht den ersten in hochwertiger Fracht, macht den zweiten in hochwertiger Fracht. Ja, läuft auch gut. Hat schon einen Just-in-Time. Dann machen wir noch zerbrechliche Fahrt, vielleicht noch den einen oder anderen. Also, dann Lien macht den 4. ADR-Schein. Schläft im Moment die unermüdliche. Und Kim fährt zerbrechliche Fahrt. Fährt also zerbrechliche Fahrt. Hat zerbrechliche Fahrt den ersten gemacht. Und Sanita hat 3-3 und da 1-1. Ja, weiter. Könnte Sanita jetzt mal den 4. machen da. Den 4. ADR-Schein. Den 4. ADR-Schein machen. Und Emma hat den 4. ADR-Schein, die macht den 4. Fernfahrer. Emma macht den 4. Fernfahrer. Und dann können die den zweiten Just-in-Time machen vielleicht.
Das ist dann danach, genau nach. Emma macht Fernfahren, den 4. Fernfahrer jetzt. Damit kann die bis 1000 Kilometer fahren, glaube ich, oder bis 800. Hat die da schon eine Tour? Durchbehält nach Katowice, Stuttgart, ja, das gibt richtig Geld. Ja, gut, also meine Leute arbeiten gut und dann schauen wir mal weiter. Die möchte ich weiterentwickeln, die Leute, und dann, ja, gut. Soweit so gut von meiner Filiale, von meinem, was sagt mein Guthaben, 40.000 knapp. Bin schon wieder ein bisschen knapp jetzt hier. Mein Typfahrzeug. Sind wieder Schäden drin für 1000? Ja, das sind immer Schäden. Wann immer ich das hinkriege, hat immer Schäden. Auch wenn ich gut war, hatte trotzdem Schäden. Okay Leute, das war's also von mir. Von RawVideo bei Sida mit seinem ETS2 Simulator. Und ja. Jetzt muss man das mal abspeichern. Okay Leute und tschüss.